Hallo und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal Chroma Art. Ich bin Markus Köttermann und heute möchte ich mit euch einen Domino-Run erstellen. Ich habe da diesmal nichts versucht oder sowas und möchte es einfach nur anhand von zwei Videos, die ich mir angeguckt habe, die ich euch in der Videobeschreibung verlinken werde, möchte ich selber einen kleinen Domino-Run machen. Ich hoffe, ihr könnt mich oder dass man mich am Ende gut verstehen kann. Ich war die letzten 2 Wochen krank, konnte kaum sprechen, deswegen versuche ich heute mal was Neues zu machen. Okay, dann lasst uns mal reinstarten. Ich nehme den normalen Standardbildschirm und klicke dann erstmal rein, entferne das Licht und die Kamera lassen wir erstmal da und den Cube benutzen wir auch. Ich möchte jetzt dann mir erstmal eine neue Kollektion erstellen und die nenne ich dann einfach mal Cube 1 und da setzen wir mal den Cube hinein. Wir werden heute auf jeden Fall nicht fertig werden, so wie ich mir das vorgenommen habe. Das werden mehr Teile werden und wir werden dann Stückchen für Stückchen was vergrößern, was dazu bauen und dann schauen wir mal, wie weit wir am Ende kommen. Also los, dann nehmen wir mal den Cube und sagen GS Z 1,7, damit wir die Höhe haben. Dann die Maße habe ich aus den Videos, die ich mir angeschaut habe. GX, da habe ich jetzt Unterschiede gesehen, eventuell 0,2. Ach scheiße, Escape. Nicht G, S, X 0,2 und oder 0,15. Aber ich bin gerade auf der verkehrten Achse, weil auf der Achse möchte ich 0,8 haben. Und dann noch G, nein, nicht G, S, Y 0,2 wäre das eine oder 0,15. 0,15 wäre das andere. Könnte man mal eben noch mal ein bisschen näher ran scrollen. SY 0,2 oder 0,15. 0,15. Ja, ich denke, irgendwo dazwischen sollte dann schon die Domino-Dicke sein. Nehmen wir mal 1,75, nämlich genau das dazwischen. Enter. Und damit haben wir einen Dominostein. Den setzen wir jetzt noch hoch auf die Nulllinie und machen damit GZ 1,7. Und damit sind wir hier auf der Nulllinie und können dann nachher auch einen Boden darunter packen. So, dann nehmen wir den Cube. Ich werde da keine Symbole oder sowas drauf machen, keine Zahlen, die werden bei mir nachher nur farblich angepasst und dann schauen wir das mal. Wer da Zahlen drauf machen möchte oder so, der soll sich gerne das Originalvideo angucken und dann könnt ihr das darüber übernehmen. So, das heißt, ich möchte jetzt hier die mehrere Cubes, mehrere Dominosteine haben und das können wir dann relativ einfach machen mit dem Array. Und dann nehmen wir jetzt, weil wir möchten das jetzt nicht nach hier nebeneinander haben,
nehmen wir das auf 0. Damit ist der zweite auf derselben Position und ich möchte die auf Y nacheinander haben. Und dann nehme ich jetzt einfach mal 4. Damit sind die dann 4 Meter ungefähr auseinander. Gut, dann möchte ich natürlich eine andere Anzahl haben. Machen wir mal 200. So. Damit haben wir schon eine ganze Reihe hier an Dominosteinen. So. Dann haben wir die Dominosteine an sich und dann brauchen wir einen Boden. Das ist der Ctrl A, der Shift A. Und sagen Mesh, eine Plane. Die packen wir dann da drunter. Und dann sage ich, nehme ich das Side-Menü. Kann ich mit N aufmachen oder hier oben auf den Pfeil draufklicken. Und da möchte ich das erstmal, X machen wir 3, damit das etwas breiter ist als der Boden an und für sich. Und Y machen wir jetzt auch mal 200. So, das kriegen wir mal ein bisschen raus. Wird wahrscheinlich nicht ganz passen, so wie das aussieht. Dann können wir jetzt mal Y machen wir 99 weitergehen. Ich nehme 99, damit ich hier vorne einen kleinen Puffer erstmal habe und damit ich mal gucken kann, wie weit das geht. Ja, dann können wir auf jeden Fall mehr gehen. Nehmen wir mal 300. So. 300 wird ein bisschen zu viel sein. Dann machen wir 250 und dann nehme ich hier 124. Ne? Dann wird wohl 300 doch besser gepasst haben. 300. Ja, ist ein bisschen zu lang. Aber egal. Machen wir das halt eben passend. 300 nehmen wir 150. Ups. 150. 280. 1. So, oh. Damit passt das ziemlich gut, dass wir mit dem letzten sofort hier passend abschließen. Können wir ja sonst noch 2 Meter mehr machen. Ja. 2, so. Und dann machen wir hier genau 140. Ne, das wird nicht passen, wenn ich den nachher... Ja doch, sollte passen. So. Dann möchte ich natürlich die Cubes alle da stehen haben. Deswegen kann ich die jetzt erstmal applyen. Und damit habe ich jetzt ganz viele. Dann kann ich in den Edit-Modus reingehen. Oh, warte, Moment, zurück. Ich nehme eine nächste Kollektion, da packe ich die Plane rein und die Kollektion nenne ich Typ Cube 1 Ground. Und damit habe ich den Boden, weil wenn wir jetzt auf dem Cube sind und wir gehen in den Edit-Modus und sagen dann Mesh
Vertex, wo war das? Separate by Loose Parts. Haben wir nämlich jetzt 200 Cubes da drin. So, dann gehen wir wieder in den Objektmodus. Und wir machen noch was Folgendes. Wir nehmen die Plane, machen auch einen Modifier da drauf. Und zwar ein Politify. So, und sagen, der wird 0,1. Und damit haben wir eine Dicke. Wir gehen mit 3 in die Seitenansicht. Und damit passt das. Gut. Damit haben wir schon mal 200 Dominos, 200 und einen Boden. Und jetzt sollen die sich ja nachher bewegen, damit das hier durchrennt. Erstmal machen wir für den Boden noch ein Object Apply Scale. Damit ist der Scale. Und für den Cube machen wir noch dasselbe. Object Apply Scale. Und dann nehmen wir alle Cubes. Den machen wir nachher. So. Und wenn wir den Cube jetzt nehmen und sagen, wir gehen auf Rigid Body, Active und hier nehmen wir Box. Und damit, wenn wir jetzt auf unsere Timeline gehen, fällt der durch unseren Boden durch, weil der animiert ist, aber nichts, worauf der quasi steht. Und das heißt, wir müssen den Boden jetzt auch noch animieren. Das heißt, wir gehen wieder zurück auf 1, gehen auf den Boden, sagen auch Rigid Body, sagen Passive und dann auch Box. Und damit, wenn wir jetzt Play drücken, bleibt er da drauf stehen. Warum hüpft er jetzt? Weil wenn man sieht, die stehen jetzt unten, der steht in der Luft. Das heißt, irgendwo mit dem Rigid Body und mit der Spolitify haben wir einen Fehler. Wir sagen mal Apply. Und machen nochmal. Nein, das ist ein Fehler. Da machen wir Ctrl Z. Wir setzen das Offset mal auf 0. Damit ist aber unser Dings jetzt nach oben gewandert. Das heißt, wir setzen den jetzt auf Z, um auf minus 0,05. So. Das heißt, der steht drauf, der ist in der Luft und wenn ich jetzt Play drücke, passt das. Kein Problem mehr. Und wir machen noch eben den Spolitify Apply. So. Dann noch einmal ausprobieren. Gut, passt. Dann können wir den ersten Cube nehmen. Gehen runter, alle markieren und sagen dann Object Rigid Body Copy from Active. Damit haben alle denselben Rigid Body. Das heißt, wenn ich auf Physics gehe, haben wir dasselbe. Und wenn ich dann jetzt auf Object gehe, Apply, no,
Genau, Apply und dann Scale werden bei alle eigentlich auch die Scale mit übernommen. Ja, und damit haben wir alle hier den Scale auf 1. Damit haben wir dann nachher keinen Fehler. Und weil wir, wenn wir jetzt auf Play drücken, haut es uns alle durcheinander. Und das ist ein nächster Fehler. Der kommt mit dem Array zusammen. Das heißt, wir haben für alle, hier, ich habe jetzt den gerade angeklickt, Geometrie ist hier vorne. Wenn ich den anklicke, Geometrie ist da vorne. Den anklicke, Geometrie ist hier vorne. Wenn ich den anklicke, Geometrie ist hier vorne. Und das heißt, ich muss auf Object gehen, Set Origin to Geometry. Und damit haben wir überall die Geometrie mittig in dem Objekt. Und wenn ich jetzt Play drücke, bleiben alle da stehen, wo sie stehen sollen. Gut. Fehler gesehen, Fehler erkannt und geil. Krass, dass die Fehler im Zeigevideo nicht vorgekommen sind. Frage ich mich, was die anders gemacht haben. Aber egal, cool. Save As machen wir einmal kurz und wir gehen dann auf meinem Ordner Domino Run und dann nennen wir das auch so. Domino Run 01. So. Speichern. Jetzt braucht man natürlich noch einen Auslöser, damit die dann auch umkippen. Und dafür werde ich mir auch nochmal eine Plane nehmen. Und zwar machen wir mal Mesh Plane GZ. Ja, lassen wir mal 3. So. Dann machen wir hier für die Plane auch mal wieder x, sagen wir 3, damit er gleich breit ist. Und hier sagen wir mal 10. Und dann machen wir mal G y minus 4. Gut. Dann machen wir Komma 5. Und dann machen wir mal bei Rotation um x 30. Ups. 30 war zu viel. Machen wir mal minus 25. Dann muss ich doch 5 Meter mal gehen. Da machen wir mal 5. Ne. Minus 5. So. Ja, cool. So hätten wir einen Anfang. Auf das Ding mache ich auch mal eben ein Politify. Machen wir auch 0,1. Und dann sagen wir da auch 0. So. Und dann Apply. Dann können wir den und sagen dann auch Object Rigid Body Copy from Active. Damit hat er denselben Rigid Body. Und jetzt wollen wir natürlich noch einen Auslöser, eine Kugel. Und dann nehmen wir mal einen Icosphere. Den nehmen wir jetzt mal einfach auf 4, 5 und sagen dann noch Shade Smooth. Und dann machen wir auch mal GZ 3. Ne, machen wir 2,5.
Ja, gucken wir mal. Und dann machen wir mal G y minus 1. Und jetzt könnten wir noch mal gucken, weil der Ball natürlich jetzt, er soll hier eben drin liegen, damit das passt. Aber ich möchte natürlich auch, dass der hier dann noch drauf liegt. Und dann machen wir da mal eine 2,25. Machen wir mal eben 3. Damit liegt er in dem Boden. Und dann machen wir 2,3. Ja, das lassen wir so. Sieht gut aus. Und jetzt soll der Ball natürlich nachher nicht wegfallen. Das übernehme ich auch von dem, was ich geguckt habe. Fand ich ziemlich cool. Dann nehmen wir einfach einen Kreis, einen Circle und machen da dann dieselben Werte von hier übernehmen. Zumindest die Höhe von 2,3. So, Z 2,3. Dann machen wir Rotation um x 90. Und dann verschieben wir den, dass der gleich hier genau drüber passt. Gehen mit 3 in die Side View. G, Y. Sagen wir mal ungefähr da. Dann machen wir genau 0,4. Minus 0,4. So. Schöne gerade Zahlen, finde ich gut. Und dann machen wir Scale. So, dass es dann ungefähr passt. Scale. Okay. Dann haben wir natürlich jetzt hier unseren Ring und sagen dann auch in den Edit-Modus sagen Extrude Scale und dann scalen wir das mal so auseinander. Dann gehen wir wieder zurück und sagen hier auch Typ, ups, Spolitify 0,1 und 0 und Apply. So, jetzt liegt er quasi fast genau davor. 3 ist ja perfekt nahezu. So, die Kugel kann dann da reinlaufen. Was wir jetzt noch machen, wir geben dem Ding noch einen Subdivision. R. Mal eben zusätzliche Loop Cuts, damit das schön ein bisschen eckig bleibt. Ctrl A. Ja, machen wir da. So. So. Und dann dasselbe hier auch noch. Ctrl A. So. Dann gehen wir wieder raus. Sagen 2,2 ist okay. Apply. Shade Smooth. Damit sieht das dann ja auch schon wieder schöner aus. Und dann machen wir die anklicken,
die anklicken. Object. Rigid Body. Nur verkehrt rum. So. Object. Rigid Body. Copy from Active. Und der hier kriegt dasselbe wie die. Machen wir so. Rigid Body. Copy von Active. Allerdings sehen wir jetzt hier, hat er das als Cube dann mit angenommen. Da müssen wir dann noch einmal gucken von Box to Sphere. So, dann können wir jetzt und bei dem vielleicht auch Passiv Box Zylinder. Nehmen wir Zylinder. So. Und dann gucken wir mal, wie das gleich aussieht. Den müssen wir jetzt ein Stück hier hochsetzen. Ist dann im Grunde relativ egal. Gehen wir mal Z auf 5 und Y auf minus 10. 9, nehmen wir minus 9. 9. Da müssen wir noch ein bisschen höher. 7. So. Dann nehmen wir 6. Ja, 6 passt ungefähr. Ist ja cool. Ne, 6 passt nicht ganz. Dann machen wir minus 9,7. Ja, 8,7. 8,7. So lassen wir das. Dann fällt er nur minimal runter und kann er runterrollen. So, dann können wir jetzt auf Play drücken. Und die Kugel rollt und will nicht durch. Das heißt, wir setzen den eventuell auf Convex Hull oder auf Mesh. Machen wir mal Mesh. Und machen das Ganze dann noch einmal. So, genau, dann kann er schön durch. Und dann geht's los mit unserem Run. Und jetzt, wie ihr seht, ist hier Ende. Und da müssen wir mal dann noch weiter erhöhen. Sagen wir mal, ich möchte dann jetzt erstmal, also ich mache hier weiter mit Cycles und GPU Complete. Compute, dann bin ich mal ganz frech wie immer und setze gerne auf 4K und ich möchte am Ende 60 Frames. Hier sage ich mal, gehen wir erstmal auf 1000 für End. Dann gehe ich auf den für später. Performance, 9, Film, 9. Auf jeden Fall gehen wir dann hier auch auf Rigid Body. Und hier können wir dann noch den Speed nachher beeinflussen. Könnten wir eigentlich als erstes mal ausprobieren. Das war jetzt ja mit 1 gelaufen. Genau. Und dann können wir auch einfach mal mit 2. Dann muss er natürlich neu baken. Und damit ist er etwas schneller. Können wir mal aus Spaß 10 sagen. So. Und da sieht man dann,
dass man damit die Geschwindigkeit ein bisschen beeinflussen kann. Ich fand 1 ein bisschen langsam, 2 ist okay für mich. Dann läuft das. Könnte zum Reellen immer noch relativ langsam aussehen. Machen wir mal 5. Ja, das könnte eher so nach einem Domino-Run aussehen. Lassen wir mal 5. Aber ich wollte noch eine Sache einstellen. Allerdings finde ich sie gerade wieder nicht. Ach so, ich mache noch hier eben den Ausgabeordner. Da will ich auch bei Blender. Ne, lassen wir. Ich bleibe in Blender und sage, ich mache einen neuen Ordner. Und das wird nachher Video 01. Dann nehme ich den Ordner und dann suchte ich eigentlich noch was. Ist immer, wenn man was sucht, findet man es nicht. Kann auch sein, dass es woanders hingepackt wurde, weil das ist das erste Mal, dass ich die 4.5 Version nehme. Bake ist noch auf derselben Position. Da, Color Management. Okay, hatte ich dann doch woanders geguckt. Filmic und dann High Contrast. So, Color Management. So, damit haben wir die Grundeinstellungen auch durch. Ein bisschen weird heute, weil ich einfach so versuche, was zu machen. Und wir haben den ersten Teil quasi durch. Wir lassen den hier runterfallen. Läuft über die Plane runter. Dann haben wir hier den Haltepunkt für den Ball und dann stößt der Ball oder die Kugel die an und läuft dann quasi hier durch. So, und dann müssten wir natürlich noch gucken, dass das dann am Ende passt. Deswegen müssen wir dann hier das Ganze vorbaken. Cache. Nein, da Cache. Und hier können wir dann auch die Länge mit einstellen, wie weit er baked. Bis jetzt macht er ja nur bis 250. Und dann machen wir jetzt auch bis 1000. Und dann sagen wir Bake. Ja, normalerweise sollte er dann durchrennen. Ja. Gehen wir auf 1, drücken nochmal Bake. Muss man da was Neues machen? Oh, ich habe überall Rigid Body entfernt. Ah, STRG. Z, 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 Z. Okay, es läuft wieder. Dann können wir hier mal eben gucken. Da.
Da, die haben alle. Der hat, der hat, der hat. Es sieht gut aus. Jetzt müssen wir noch einmal gucken, ob die Einstellungen alle Remove Rigid Body vergessen. Geschwindigkeit 2000. Hier machen wir jetzt auch 1000 hin. Dann noch einmal gucken, ob die anderen Werte jetzt auch alle stimmten. Hier 4K, 60 Frames, 1000 erstmal. Ah, mein Speicherort, den kann ich neu vergeben. Video 1. Und dann Capped. Dann noch einmal gucken. Hier mit Color Management. Genau, das setzen wir auch nochmal wieder auf Filmic und auf High Contrast. So. Gut, damit haben wir das. Dann gehen wir hier und sagen Bake. Jetzt hat er natürlich was er baken kann. Und hier unten läuft das dann schön durch. Und dann können wir nochmal gucken. Top, top. Und dann fällt es. Und das ist jetzt doch ein bisschen langsam wieder. Machen wir das auf 5000. 5. Delete, Bake New. Und dann können wir das Ganze schön durchlaufen lassen. Ja, gut, ist irgendwo vor 500 schon fertig. Ja. Und da stehen sie noch. Da fällt dann gleich der letzte. Genau. Gut. Damit würde ich sagen, sieht das ganz gut aus. Das Einzige, was mich jetzt gerade noch nervt, was cool wäre, wenn man die Kugel langsamer fallen lassen könnte und das Ganze dann schneller laufen lassen könnte, weil das hat mich ein bisschen genervt jetzt. Die Kugel ist mir gefühlt dann ein bisschen schnell kommt die. Gucken wir mal eben bei der Kugel, ob man da in Physics, Dynamics. Warte, was ist, wenn wir das Gewicht auf 0,5 stellen? Dadurch ist es leichter. Und wir dann sagen Delete Bake, Bake New. Spear. Macht gefühlt keinen Unterschied. Okay, dann lasse ich es wieder auf den Werten, die ich vorher hatte. Hier waren 1 Kilo und hier waren 0,5. Spear Dynamic Animated Spear.
Vielleicht mache ich dann doch. Ja, lassen wir erstmal so. Können wir ja am Ende noch gucken, ob wir dann hier vielleicht doch noch irgendwo was umgestellt kriegen mit dem Speed. Split-Impuls. Number of simulation steps taken per frame. Slower. Field Weights. Na, lassen wir erstmal so. Gut, dann tue ich den Bake jetzt erstmal wieder löschen. Und ich speichere noch einmal. Save. Und ich lasse das dann noch einmal hier durchlaufen für euch. So, dass man einmal alles soweit sieht. Das wäre jetzt quasi mein erster Teil von dem Domino Run und das werde ich dann jetzt immer weiter erweitern und dann später auch noch Farben vergeben oder Materialien vergeben und dann halt eben noch die Kamera entsprechend dran herführen. Ich hoffe, euch gefällt dieses Format. Gebt mir sonst gerne eine Information, Like oder was sonst noch ist. Oder ob ihr sowas dann auch lieber haben würdet, wenn ich das quasi für mich schnell fertig mache, ohne Erklärungen und ohne Fehler und ihr im Grunde nur das Endergebnis seht und dann so Zwischensteps, was ich dann so gemacht habe. Würde mich interessieren, was euch da so interessiert. Dann danke fürs Schauen und ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Ciao.